Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal berichte ich vom Casa del Mar Beach, welches zur Hotelgruppe Jazz gehört. Im Vergleich zum letzten Hotel, dem Beach Albatros, handelt es sich bei diesem Hotel um ein 5-Sterne-Haus, welches deutlich kleiner und ruhiger ist. Das Jazz Casa del Mar Beach verfügt über 235 Zimmer bzw. Suiten. Der Transfer vom Flughafen hat lediglich 10 Minuten gedauert. Das Hotel befindet sich in erster Strandlage und direkt an der langen Einkaufsstraße Al-Dawi mit unzähligen Geschäften. Insgesamt findet man hier 6 Pools, ein Infinity Pool, der im Winter beheizt wird, 2 Pools für Kinder, ein kleiner Pool im Adult-Bereich und 2 weitere kleinere Pools. Was die sportlichen Aktivitäten angeht, stehen euch Beachvolleyball, Tischtennis, Tennis, Boccia und ein Fitnessraum zur Verfügung. An dieser Stelle würde mich von euch mal interessieren, findet ihr, dass sich ein Upgrade von 4 auf 5 Sterne lohnt? Nach dem Intro geht's los mit meinen Eindrücken. Die Zimmer verfügen über einen kostenlosen Safe, eine Minibar, die täglich aufgefüllt wird und natürlich über einen TV. Wi-Fi ist zwar in der kompletten Hotelanlage gut ausgeleuchtet, jedoch sehr schwach, was die Geschwindigkeit angeht. Das Badezimmer war tatsächlich der kleine Schwachpunkt in der Unterkunft. Die Temperatur des Wassers ließ sich nur schwer regulieren, meist war es zu kalt. Außerdem hat der Abfluss im Bad gar nicht gut gerochen, was auf Dauer dann doch sehr unangenehm war. Der Balkon war leider sehr klein und das Zimmer wurde als mit Meerblick verkauft. Diesen konnte man allerdings nur erahnen. Die Mitarbeiter an der Lobby waren sehr freundlich und zuvorkommend. Auch dieses Mal haben wir den Late Checkout gebucht. Dieser war mit 60 € günstiger als beim letzten Hotel. Der Infinity Pool direkt am Strand war bereits im November auf 28 Grad beheizt. Hier findet auch die tägliche Animation statt, die meist eher unaufdringlich ist. Zu meiner Überraschung fand hier kein morgendliches Liegen-Besetzen statt. Dies war allerdings auch nicht nötig, weil immer irgendwo Platz war. Sowohl die Lifeguards als auch die Mitarbeiter des Animationsteams waren alle überdurchschnittlich freundlich. Lose your body and feel alright, 'cause we just wanna have weekend vibes. Keep us dancing all through the night, wanna stay in that weekend vibe. Lose your body and feel alright, 'cause we just wanna have weekend vibes. Let's wrap it up, accelerate. Cause working 9 to 5, it won't make us celebrate. A beating drum under the sun. Let's catch a wave and take a trip to higher grounds. Skip the Monday and Tuesday ride. Am Strand findet ihr das Tauchcenter, einen kleinen Shop, eine Bar, das Beachvolleyballfeld, Tischtennis und Boccia. Alle Schnorchler unter euch sollten wissen, dass es hier am Hotel kein Hausriff gibt. Etwas weiter vorne gibt es eine sehr große Sandbank, diese sollte allerdings unbedingt mit Badeschuhen betreten werden. Die Kellner am Strand sind übrigens sehr aufmerksam und bringen euch die Getränke sehr schnell an eure Liege. Feel low, you get me high, so high, so high. When darkness comes, you make it shine, so bright, so bright. When I feel low, you get me high, so high, so high. I just want that weekend vibe. Keep us dancing all through the night, wanna stay in that weekend vibe. Die Lounges abseits des Strandes kann man gegen Gebühr mieten. Zusätzlich bekommt man hier einen Obstkorb. Im oberen Bereich des Hotels befindet sich der Adult Pool, zumindest war dieser so beschildert. Hier befindet sich auch der Außenbereich des Cafés, der Bar an der Lobby und des italienischen Themenrestaurants. When it was me and you.
deja vu. I swear they sound the same. It's like they're on my skin. Every word they say sounds just. Direkt daneben befindet sich die Shisha Area. Die Möbel waren zwar jeden Abend abgedeckt und es befand sich dort auch eine Bar, allerdings habe ich hier während des kompletten Aufenthalts keine Aktivitäten feststellen können. Selbst Shishas konnte ich dort leider nicht entdecken. And the one bright the night when everything changes. You won't reply, I'ma go back to strangers. Eine Ebene darunter befindet sich der Kinderspielplatz und der Kinderpool. Wie ihr sehen könnt, sieht das jetzt nicht sonderlich einladend aus und selbst im Pool gibt es leider keinerlei Spielmöglichkeiten für Kinder. How everyone's disposable. Every time Direkt daneben befindet sich noch ein kleiner Pool mit Massagedüsen. that it'll never change. And it'll just stay like this. Never end a day in breaking up. And it goes An der untersten Ebene befindet sich noch ein kleiner Pool und die Poolbar. Hier findet übrigens auch immer die überschaubare Abendanimation statt. And the one bright the night when everything changes. You won't reply, I'ma go back to strangers. Das, was ich an diesem Hotel definitiv am besten bewerten werde, ist das Essen. Das Hauptrestaurant hat einen Innen- und Außenbereich. Langes Anstehen am Buffet kam eigentlich außer bei der Zubereitung von Omelettes nie vor. Außerdem empfand ich das Essen als sehr abwechslungsreich und der Chefkoch ließ sich immer mal etwas Neues einfallen. So gab es zum Beispiel Nudeln aus dem Parmesanleib oder Nachspeisen, die live zubereitet wurden. Hier ein paar Eindrücke vom Buffet. Für alle Raucher ist wichtig zu wissen, dass sowohl im Außenbereich des Hauptrestaurants als auch an der Snackbar das Rauchen nicht erlaubt ist. Hierfür gibt es außerhalb gekennzeichnete Plätze. An der Snackbar gibt es übrigens kein Buffet, hier wird à la carte bestellt. Das Essen war aber auch dort für meinen Geschmack sehr gut. Am Ausschank für die Softgetränke konnte man sich übrigens nicht selbst bedienen, was ich ein bisschen schade fand. Die Snackbar befindet sich direkt neben dem Hauptpool. Generell hat man zu allen wichtigen Bereichen kurze Wege und auch hier sei erwähnt, dass das komplette Hotel barrierefrei ist. Für alle Nachtschwärmer sei erwähnt, dass die Bar an der Lobby 24 Stunden geöffnet hat. Außerdem ist zu den Getränken allgemein zu erwähnen, dass diese abgesehen vom Hauptrestaurant aus der Flasche kommen. Cocktails werden frisch zubereitet und sind nicht aus dem Tetrapack. Kaffee wird auf Wunsch mit einer Siebträgermaschine gemacht. Der Spa-Bereich wird von einem externen Dienstleister angeboten und befindet sich etwas versteckt auf dem Gelände. Die Preise für die Anwendungen findet ihr auf der Infoseite vom Hotel. Eine Massage kostet zwischen 70 und 90 Euro, was in etwa den Preisen in Deutschland entspricht.
Das war's mit meinen Eindrücken zum Jazz Casa del Mar Beach. Kommen wir zum Fazit. Für die Lage bekommt das Hotel von mir die vollen 6 Sterne. Viel mehr kann man nicht erwarten, es hat erste Strandlage direkt an einer langen Einkaufsmeile und zum Flughafen ist es ein kurzer Weg. Für das Zimmer kann ich leider nur 4 Sterne vergeben und das hat mehrere Gründe. Der verkaufte Mehrblick und der damit verbundene Aufschlag ist zumindest fragwürdig. Der Abfluss hat dauerhaft sehr unangenehm gerochen. Außerdem war das Wasser meist kalt und wenn es dann ging, war es sehr schwer zu regulieren. Einmal habe ich mich sogar leicht verbrüht. Außen diesen Gründen und natürlich der Tatsache, dass wir hier über ein 5-Sterne-Hotel sprechen, wären mehr Sterne nicht gerechtfertigt. Der Service bekommt von mir die vollen 6 Sterne. Alle Mitarbeiter waren stets freundlich und Bestellungen wurden schnell ausgeführt. Dies war sowohl an der Rezeption als auch an allen Bars und Restaurants der Fall. Die Gastro bekommt ebenfalls die vollen 6 Sterne. Das Essen war geschmacklich sehr gut und abwechslungsreich. Außerdem hat sich der Chefkoch immer mal etwas Neues einfallen lassen. Die à la carte Restaurants kann ich ebenfalls empfehlen. Im Bereich Sport und Animation gibt es eigentlich fast alles, was es auch in anderen Hotels gibt. Das Gym ist in gutem Zustand, die Animation unaufdringlich und an sonstigen Aktivitäten mangelt es nicht. Einen kleinen Abzug gibt es für das fehlende Hausriff, kann mir gut vorstellen, dass dies Schnorchler eventuell etwas stören könnte. Deshalb hier von mir 5,5 gute Sterne. Gesamt komme ich hier nun auf 5,5 Sterne, was ein wenig unter der Bewertung von Holiday Check liegt. Hauptsächlich liegt dies aber an dem Zimmer. Für alle, die es etwas ruhiger mögen, kurze Wege möchten und auf guten Service und Essen Wert legen, denen kann ich das Hotel nur empfehlen. Grundsätzlich ist das Hotel für Familien geeignet. Es gibt einen Kinderpool, den Kids Club, einen Spielplatz und das Personal ist durchaus sehr kinderfreundlich. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, dass es für Familien mit Kindern durchaus geeignetere Hotels gibt. Das war's mit meinem Review. Wie immer würde ich mich über Kommentare freuen und wünsche euch allzeit gute Reise.